Auf die Reise, jetzt haben wir es übelst gut weggekommen. Hier auch der Björn ist gut Get down in the car, what them give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Get down. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Enough, fella. Move that took took home it. third spot, but they were 2 laps down. Then CMS Racing. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur IMSA in Watkins Glen. Und was soll ich sagen, wir haben heute nicht nur den Tommy am Start, wir haben heute auch einen Überraschungsgast und da wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Wir haben heute den Danny hier am Start stehen von Grosse Kappa Racing. Ist selbst ein sehr bekannter und vor allen Dingen sehr beliebter Streamer und Broadcaster. Da freue ich mich heute schon besonders auf das Rennen. Register. 90 Stück, okay. Jetzt kann ich noch was los hier, ne? Sowohl Danny als auch Tom heute im LMP2 unterwegs. Ja, wie der Patrick schon sagte, ne? Der LMP2, der ist, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Ja gut, seitdem die LMDHs halt da sind, ne, ist das halt so. Ich bin jetzt einfach so aus Jux und Dollerei, weil du guckst ja eh sehr selten in den Chat. Deswegen hab ich gesagt, komm, weißt du was, dann nimmst du jetzt das Auto und fährst mal da. Aber Ja. den LMDH halt rauszukriegen aus dem Kopf, das ist das Schwierige, ehrlich. Weil ich halt gestern und heute hier LMDH gefahren bin. Ach so, okay. Mit welchem fährst du? Mit dem Porsche. Ah, Ja. das sind ja auch die einzigen, die eigentlich Kundenautos rausgeben. Ja. Echt? Ja, aber ist halt, also ich glaube, Porsche hat den gar nicht gebaut. Das ist ein OEM-Produkt. Die haben den, Die haben den. Also bei den LMDHs ist es sowieso so, dass die Untergrundchassis alles Dallara sind, ne? Ja. Das sind Ja. alles eigentlich LMP2s darunter, ne? deshalb haben sie auch die eigentliche LMP2-Klasse eingeschnappt. Ja, genau. Also nee, eigentlich noch nicht. Also eigentlich, Ja, in Le Mans fahren die ja noch, ja, aber in der WEC nicht mehr. ja, aber also da wird sich da auch noch mal was ändern irgendwie, weil soweit ich weiß, geben die nämlich jetzt neu, das Reglement ändern die jetzt nämlich im LMP2-Bereich, weil es gibt ja noch andere Klassen, andere LMP2-Fahrzeuge, aber leider war es irgendwie das Reglement so, dass nur dieses Dallara-Chassis halt Ja. zulässig war. Ne? Und jetzt Oh ja, sind halt das brauchen andere wir noch Chassis im Haus, zulässig. ja. Also wir sind auf jeden Fall auf demselben Server und es ist ein Riesenfeld. Ja, das ist klar. Also es wird nur ein LMP2-Server geben. Nee, aber so generell, also ich bin äußerst selten hier diese IMSA-Serie gefahren, aber was sind hier? 40 Autos? 50 Autos? Ja, im Durchschnitt sind es 45 Autos, ja. Ah, ja. Ja, ist halt LMP2, wie gesagt, wie du schon sagst, ist halt in Vergessenheit geraten. Und das ist halt, also vorher waren es halt richtig viele LMP2s, da ist kaum einer LMP1 gefahren, Mhm. weil die einfach zu schwer waren. Und Ja. ja, und dann sind sie halt nach und nach auf einmal auf die LMDHs gegangen. Ne? Das war relativ Ja. fix. Ich glaube schon in der Mitte der ersten Season der LMDHs war quasi das LMP2-Feld tot. Also hier darfst du eigentlich, in der IMSA darfst du eigentlich nicht auf Biegen und Brechen fahren. Die brechen dir sonst das Genick hier. Ja. Also die da teilweise sich zusammenfahren, das ist unter aller Sau. Ja. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, sag ich mal, als da den LMP1 im Weg zu stehen, beziehungsweise die GT3s halt abzuräumen, besonders das Führungsfeld. Also das. Wir werden sehen. Erst noch viel Glück mit euch bei Quali. Danke. Wie schön die Busstop funktioniert mit dem LMP2, mit dem LMDH habe ich doch noch tierisch Schwierigkeiten, weil du da noch mal ein bisschen schneller angeflogen kommst. Und da hat die Qualifikation auch schon begonnen und beide Jungs befinden sich in ihrer ersten gezeiteten Runde. Das Feld der LMP2-Fahrer heute hier ist doch recht übersichtlich. Es sind nur 10 am Stück. Markus Nielsen hier auf Top gesetzt, ein Fahrer mit 5200er Rating.
Der wird sicher allen hier davon fahren, aber auch das LMP1-Feld, also die GTDs, hier top besetzt. Valentin Boni, 7600er Rating und Valentin ist hier nur an 3 gesetzt. Wir haben ja heute auch Casey Kirwan im Feld, wir haben ihn hier mal im Bild. Sehr bekannter Fahrer in der Community, 9500er Rating, absoluter Wahnsinn. Der Christian Hegewald ist auch hier. Wow, Überraschung, ja. Da haben wir heute noch einen Twitcher und Streamer mit an Bord, den Christian Hegewald, aka Talentspeed. Vom GT3 oder nicht? Der Christian ist heute im Porsche unterwegs. Oh, peinlich. Er dürfte den ein oder anderen Zuschauer aus dem Brockness Cup Ist doch, bekannt sein. ist doch der Aachener hier, oder? Ja, genau. Christian kommt aus Aachen und wie man unschwer erkennen kann, ist er Fan der Fußballmannschaft Alemannia. Und Christian ist leidenschaftlicher GT3-Fahrer. Der Tommy ist ja nicht mehr so häufig im GT3 unterwegs, seit er seine Liebe für den Lotus entdeckt hat. So, gucken wir mal eben kurz in die Ergebnisse rein. Also, Hier ist ja mit Einführungsrunde, ne? Da ist ja kein. Ich bin schon so an den stehenden Stoff jetzt gewöhnt mittlerweile. 10 Stück sind wir. Einer hat keine Quali gesetzt. Ja, ich denke, dann werde ich Top 5 Musik erreichen. Sonst mache ich. Auf jeden Fall viel Glück euch beiden. boah, also hier der... Ja, ich muss mal gucken, wo mir da Zeit fehlt, ne? Das muss man erstmal hier... Und Casey Kirwan steht im Pole. Ja, So, dann gucken wir doch mal. Also, ja Eckern Christian, nehmen wir schon mal raus. ja auch, alles Gute hier. Guck mal, der Dani ist auch mit dabei. Drück mal Daumen, da wenn du Zeit hast. So 30 Sekunden hier. Hört ihr mich? Was? Hallo? So. Okay. Also ich bin Insegrit. Seine Felgen aus dem ATU-Katalog. Auf geht die wilde Frau. Und da macht sich das ganze Feld auch schon auf die Reise. Oh nein, ich habe so einen Blinker vor mir. Oh nee. Ne? Wie gesagt, haben wir heute 24 Runden auf der Uhr, was etwa 35 Minuten entspricht. Hier der lila Orange, der blinkt rum. Oh, ihr seid ja auch schön beisammen. Da hoffen wir mal heute für unsere Jungs das Beste. Ihr wisst, in der IMSA, da geht es immer wild zur Sache. Eieiei. Vor allem wird das interessant. Ich möchte mal gerne wissen, jetzt dadurch, dass noch eine Klasse dazwischen ist, wie schnell dann die GT3s zum Überrunden kommen. Und Christian startet hier von P16 in seiner Klasse, also ziemlich weit hinten. Aber das Rennen ist bekanntlich lang. Ah, da so ein Blinker vorne, wie ätzend. Ja, danke nochmal ein bisschen nach der So, Dani, viel Erfolg. Jo, die auch. Möge die Hat Macht sich mit irgendwie- euch sein. Es hat sich bewährt, die Klappe zu halten, da kommt man durch. Also, von mir aus. Nur noch wenige Kurven, dann biegt das Pacecar ab. Das Feld macht sich hier schon bereit. Alle schauen mit den Hufen. Allen voran Casey Kirwan und Valentin Boni. Auf P3 dann Thiago Rodriguez und auf P4 haben wir Noah Rehl. Ein mehr als hochkarätisches Feld hier in der GTD-Klasse. Noch eine Kurve und dann geht's rund hier. So, das Pacecar biegt jetzt ab. Und da biegt das Pacecar auch schon ab und Casey wird jetzt hier den Takt vorgeben. Green Flag, da ist das Rennen freigegeben und sofort macht sich hier Casey auf und davon. Direkt dahinter Valentin Boni, Thiago Rodriguez auf P3 und auf Aber die gehen Single File schon mal gut. P4 dann Noah Rehl. Scheinen die alle top aus den Startlöchern gekommen zu sein. Müssen sich alle erstmal einsortieren hier. Casey schon einen kleinen Vorsprung. So wie es aussieht, machen sich hier die zwei Führenden gleich auf und davon. Hier auch in der LMP2-Klasse Markus Nielsen mit einem Top-Start, aber auch unsere Jungs top aus den Startlöchern gekommen. Tommy auf P6 und Daniel auf dem 7. Platz. Und da macht sich jetzt auch das GT3-Feld auf den Weg. Max Montermann in Front vor Manu Melzer und Benno Etabi. Vorsicht langsamer. Auf P4 dann Andrea Wahle. Und hier vorne im Hypercar-Feld hat es schon den ersten Zwischenfall gegeben. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Anthony Gaskin hier, Nummer 22. Oh oh. Ach du Scheiße. Da kommt auf jeden Im Start, Alter, ich werde bescheuert. Ja, hier, der Aaron Knight da, der Nummer 31, der kriegt von hinten eine drauf. Und fliegt hier schön ab.
All right, Pinhead, your time is up. Zum Glück können beide weiterfahren. Doch ein recht gesitteter Start für so viele Fahrzeuge. Obwohl es hier schon wild zur Sache geht. Wir sehen es hier, wilde Überholmanöver im Hypercar-Feld. Mark Johnson hier mitten im Gewusel, vor ihm Joao Rufinho und hinter ihm Raul Guardia. Versucht jeder hier gleich am Anfang ein paar Plätze gut zu machen. Seite an Seite geht es hier durch die Kurven. Mark und Raul kämpfen hier Seite an Seite und Kurve an Kurve, lassen sich aber genug Platz. Tolle Kämpfe hier. Man sieht, dass wir hier heute bei den Profis unterwegs sind. Und das Hypercar-Feld hier ist nicht nur vom Ranking her hochkarätig besetzt, sondern stellt auch hier das größte Feld im Rennen. Es sind alleine hier im ersten Split doppelt so viele Fahrer wie in der LMP2-Klasse gesamt. Thanks, Mark, for pushing me against the wall. Überall wird hier wild gekämpft, aber die Jungs lassen sich hier alle genug Platz. Auch hier im GT3-Feld. Max Montermann kann sich jetzt schon vom Rest des Feldes ein ganzes Stück absetzen. Schon über eine Sekunde Vorsprung auf Manu Melzer und Benoit Tapie. Auf P4 dann Andrea Wale. P5 Jerome Charvet. Dann haben wir auf P6 Mattia Übertali, den wir hier haben im Audi. Und da hat es einen Unfall gegeben. Eduardo Rocha steht dort in der Gegend. Und da ist noch ein anderer Fahrer auch abgeflogen. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Befestigt hier der Noah. Noah, der verliert das Auto und das geht auch ordentlich in die Wand. Ne? Aber das ist manchmal, ne, das, also. Oh, ist scheiße, dass es immer wieder daran fällt. Ja, da müssen sie nochmal was dran. Und direkt dahinter scherbelt's gleich nochmal. Eduardo Rocha. So, der kriegt die zweite Kurve von der Schikane nicht. Geht da vollends rüber und jetzt, ja, boah. Ja, der hat wahrscheinlich hier vor Qualm nichts gesehen, aber der hebelt ganz schön aus und dann Und da hat es gleich noch einen Folgeunfall gegeben, den schauen wir uns auch direkt gleich mal an. Der Noah nochmal 5 Meter weiter. Oh. Aua, dem fehlt das halbe Auto vorne, ne? Da ist, glaube ich, nichts. Kein Anpressdruck vorne. Ja. Der lenkt ein ins Auto gerade. Albert Brett verfolgt hier unseren Danny. Und hinterm Albert Tony Martin und Owen Bryan. Die Plätze 7 bis 10. Ganz dicht beisammen. Nach vor zum Tommy schon 2 Sekunden Abstand. Hier im GT3-Feld kann sich Max Montermann immer mehr absetzen vom Rest des Feldes, während Manu hier den ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht, hinter ganz dicht alles beisammen. Christian auf P15, super Start, kann an der großen Gruppe vor ihm dranbleiben und schon nach hinten ein bisschen Luft zwischen sich und seine Gegner bringen. Ihm ganz schön Stoff da vorne. Aber sowas von, Auf P13 hier Henning Stüven im Porsche, direkt hinter ihm Renato Ali und hier vorne im grünen Monster Porsche Ivan Rodriguez, der hier Tamas Fogas folgt. Eine schöne Porsche-Gruppe hier. Sehr viele Porsche heute im Starterfeld, aber noch keinerlei Zwischenfälle bei den Jungs hier. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Hier fahren wir mal ein Stück mit dem Tamas mit. Ich schätze mal, der kommt aus Ungarn. Liegt hier auf dem 11. Platz. Bis auf die Spitzengruppe fahren hier fast alle im GT3-Feld 1,44er Zeiten. Da sieht man mal, wie eng das hier zugeht. Während sich Casey und Valentin schon vom Feld deutlich absetzen können. Valentin verfolgt hier den Casey, ist nur 0,6 Sekunden hinter ihm. Thiago Rodriguez schon mit 2,2 Sekunden Sicherheitsabstand. Und dahinter dann auf P4 Matteo Manier nochmal 2,5 Sekunden. Gefolgt von Ryan Shields, den wir hier mal im Bild haben. Dann haben wir Gerrit Mieling auf P6. Wir haben auf P7 Anthony Gaskin, der vorhin zu Rüde seinen Gegner mal aus dem Weg geräumt hat. Der wird verfolgt von Joao Rafinho, aber auch schon 1,1 Sekunden Abstand. Dann haben wir hier Aris Papadopoulos auf P9. Und Mark Johnson vervollständigt hier die Top 10 im Hypercar-Feld. Dicht gefolgt von Raul Garcia, der jetzt hier einen Angriff startet und da außenrum versucht vorbeizugehen. Aber Mark hält da dagegen und kann sich hier noch einmal durchsetzen. Ein schönes Duell von den beiden. Raul Garcia hat hier ein sehr merkwürdiges Paint auf seinem Auto. Überall das Gesicht von Nicolas Cage drauf. Sieht sehr merkwürdig aus, wem es gefällt. Vielleicht will er ja seine Gegner damit einschüchtern. Wie man sieht, lässt sich der Mark aber hier nicht einschüchtern. Hinter den 2 Streithähnen auf P12 Alex Cascales, hier im Jägermeister Red Bull Branding, der direkt von Maurice Verson auf P13 verfolgt wird. Im GT3-Feld alles wie gehabt. Ist offensichtlich mit Boxenstopp, wie es aussieht.
Ja. Boxenstopp, wie ihr wisst, ist in der IMSA vorgeschrieben. Es wird aber nur getankt und keine Reifen gewechselt. Ein kurzer Splash and Dash. Hier kämpft sich Valentin Boni schon durchs Feld. Die Hypercars haben die GT3-Meute schon eingeholt. Wahnsinn. Wir sind gerade hier in Runde 4. Besser gesagt in Runde 5 für die Hypercars. Irre, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Was für ein Speed-Unterschied, das sieht man hier auch deutlich. Casey und Valentin, die pfeilen hier durch das Feld, das ist einfach Irrsinn. Zwei absolute Vollprofis. Casey hier fast 10.000 I-Rating, das ist einfach nur irre. Aber diese verschiedenen Klassen, das macht ja auch aus. Das gibt ja den IMSA-Rennen erst die Würze, wobei es da oft leicht unübersichtlich werden kann. Und die zwei Spitzenreiter Casey und Valentin konnten sich schon über 4 Sekunden vom Rest des gesamten Feldes absetzen. Ich schlage hier eine Pace-Hand, das ist einfach unglaublich. Man sieht sie, der Casey, der hat auch eine wahnsinnige Übersicht. Hier haben wir mal den Leader in der LMP2-Klasse im Bild, Markus Nielsen. Hat auch schon über 1,5 Sekunden zwischen sich und seine Gegner gelegt. Direkt dahinter Logan Neales. Wird jetzt hier überholt von Aaron Knight, der das Feld von hinten aufwickelt. Und wir hatten eben einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Hier ist der Ryan Shields, der ist auf hier auf Position 5. Da ist er auf jeden Fall außen. Und dem geht die Straße aus. Und dann kommt auch noch der Tanks, der Slapper da. Der schießt so scheiße. Ja, auf jeden Fall. Macht sich das Auto noch beim Mann. Hier mal die Plätze 3 bis 5 im LMP2-Feld im Bild. Caleb Gordon, Hugo Leard und Joseph McManus. Tommy verfolgt die Jungs auf P6. Dann mit 3,5 Sekunden Abstand unser Daniel, der jetzt leicht abfällt nach vorn. Allerdings kann sich Danny ja auch schon deutlich von seinen Verfolgern absetzen. Im kleinen, aber feinen LMP2-Feld gab es bisher noch keinerlei Zwischenfälle. Hier haben wir mal die Verfolger von Daniel im Bild. Albert Brett, Tony Martin und Owen Bryan hier ganz dicht beisammen, die Plätze 8, 9 und 10. Und 30 Sekunden hinter Owen Bryan kommt schon der Leader angerauscht. Wahnsinn. What a fucking rejoin. Sorry, man. My bad. Und wir hören es gerade, es hat den nächsten Zwischenfall gegeben. Wir schalten direkt hin. Oh, was mal, Garrett Mealing hier. Und da fährt er dann über diesen riesen Curb drüber und ja. Der humpelt aus, ja. Das war aber auch haarscharf da, ne? Das hätte böse ins Auge gehen können. Da sind zwei. Ja. Huh? Oh, must have made a wrong turn. Samuel Winter, P14, bei den Hypercars kämpft sich hier durchs Feld, genauso wie Garrett Mealing, der gerade den Zwischenfall hatte. Die GT3 ist hier die Plätze 9 bis 12, angeführt von Timo Kottisch. Hier hinten beim Christian auch alles beim Alten, kämpft hier mit Henning Stüben und Renato Ali um die Position. Die Gruppe fällt schon ein bisschen ab. Hinten ist auch noch Herrn Fiedler und Joseph Papaluca hinten dran. Und die Jungs diskutieren hier schon mit dem Renato Ali. Nach vorn fehlen der Gruppe allerdings jetzt schon über 3 Sekunden. Und Christian ist jetzt hier ganz dicht dran an Renato, wird vielleicht hier einen Angriff starten. Nee, zieht er hier nochmal zurück. Renato ein viel höheres Rating wie der Christian, trotzdem kann er da problemlos dranbleiben, sehr schön. Und es gab mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, der Andrea Dalla Valle, 4 platziert im GT3. Ausgehebelt. Verliert das Auto, Eingangsschikane. Oh, das Du ist den Ferrozzi in die Wand stecken. Oh, aber einen ordentlichen Einschlag. Aua, das tat weh. Ich würde sagen, 4. Platz dahin, ne? Ja. Tut sich ja gerade nicht hier, ne? Nee, warte mal ab, bis die Überrundungen kommen. Das LMP2-Feld hat sich hier ganz schön auseinandergezogen. Sich gerade durchs GT3-Feld. Und sowohl Tommy als auch Danny fahren hier recht einsam ihren Stiefel runter. Während hier vorne richtig rund geht. Markus Nielsen kämpft sich hier durch die GT3-Meute. Und der zweitplatzierte Logan Neales hat seinen Rückstand wettgemacht und ist ganz dicht hinten dran. Der lauert hier nur auf den Fehler von Markus. Manchmal gibt es ja auch wilde Situationen, wo dann der Vordermann bremsen muss und der Nachfolger nutzt das dann eiskalt aus. Hier in der IMSA musst du nicht nur schnell im Auto sein, sondern du musst auch einen ordentlichen Überblick haben, damit du siehst, was die Fahrer der anderen Klassen machen und dann nicht irgendwie mit anderen Fahrern aneinander gerät. Es hat zwar heute schon den ein oder anderen Zwischenfall gegeben, aber alles noch im Rahmen. Ein sehr schönes Rennen.
Hier Caleb kämpft hier immer noch um seinen dritten Platz, hinter ihm Rattenschwanz an Gegnern. Christian inzwischen auf P14 nach vorgerückt, fährt ja auch ein sehr tolles Rennen und kann sich hier im Feld Fahrern mit viel höherem Rating behaupten. Die GT3s sind jetzt in ihrer 6. Runde. Im ersten GT3 vor mir. Während vorne die Hypercars schon in ihrer 8. Runde sind. Apropos Hypercar, da gab es einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Oh, wow, 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 wow. 6 Platzierter. Joao Rufino. Der nächste LMDH, der sich verabschiedet. Boah, aber volle Kanne. Und der Viertplatzierte im LMP2-Feld, Hugo P. Leard, ist plötzlich hier verschwunden. Wahrscheinlich ist seine Internet-Connection abgerissen, hatte keinen Unfall. Er hatte keinen Unfall, ist hier aber plötzlich weggeblockt. Sehr, sehr seltsam. Tommy und Daniel inzwischen ein einsames, aber sehr, sehr gutes Rennen. Haben sich beide bisher absolut keine Fehler geleistet und fahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bis auf das plötzliche Verschwinden vom Hugo hat es ja hier in der LMP2-Klasse bisher kaum Bewegungen gegeben. Aber wir haben ja auch gerade jetzt ungefähr ein Drittel des Rennens erst absolviert. Unsere zwei Führenden, Casey und Valentin, fahren hier weiter Kreise um die Gegner. Hier haben wir mal Thiago B. Rodriguez im Bild, den Drittplatzierten in der Hypercar-Klasse und dahinter dann Matteo Manier. Beide haben schon über 10 Sekunden Abstand nach vorn, aber auch nach hinten zum Fünftplatzierten, zu Anthony Gastien, schon eine Lücke von über 5 Sekunden. Wir haben Anthony hier mal im Bild. In der Startrunde einen Zwischenfall gehabt, ansonsten bisher schadlos gehalten. Dann haben wir Aris Papadopoulos auf P6. Auf P7 folgt ihm dann Mark Johnson und Raul Guardia. Vorsicht, letzte Kurve. Raul Guardia sitzt ihn immer noch im Nacken. Und hier sehen wir es gerade qualm. Da hat es einen Unfall gegeben. Das müssen wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten direkt hin. So, wen haben wir da? Timo Kottisch im Porsche geht hier fliegen, während gleichzeitig direkt vor ihm noch ein Unfall passiert. Der Blinker, der ist voll am Dive-Bomben. Uiuiuiui, Bomben. Eieiei. Oh, das ist aber übel. Der Glitch da. Ja, und als er wieder auftaucht, plötzlich, ja, aber ich will Stefan aber keinen Vorwurf machen. Ja. Und Caleb damit eine Position zurückgefallen, glitscht hier vor dem Tommy rum. Auf jeden Fall Platz nach vorne gewinnt. Durch den Ausfall von Hugo, der Tommy ja in den Top 5 angekommen und hat jetzt hier auch Anschluss nach vorn. Ihn trennen nur 0,4 Sekunden vom Caleb und auch Dani ist da wieder auf dem Weg aufzuholen. Hier qualmt es überall. Ivan Rodriguez im grünen Monster Porsche wäre da fast in die Leitplanke eingeschlagen. Und während wir hier mal ein Stück mit dem Dani mitfahren und sehen, was die hier für ein kleines Sichtfeld haben, gab es im hinteren Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Da ist der Nächste, der sein Auto geschrottet hat. Oh, Garrido rauscht hier volle Kanne geradeaus und schlägt mit voller Wucht ein. Eieiei. Da haben wir jetzt doch schon das ein oder andere Opfer zu beklagen. Tommy hängt immer noch hinter Caleb fest. Hier jetzt der Kampf zwischen Raul und Mark, der jetzt hier in die nächste Runde geht. Seite an Seite, da berühren sie sich auch. Hier geht es ganz schön rund hier bei den Jungs. Und Raul muss wieder zurückstecken. Mark setzt sich da auch energisch durch. Bei den Profis fasst man sich hier nicht mit Samthandschuhen an. Die Hypercars befinden sich jetzt in der 10. von 24 Runden. Also gehen wir langsam Richtung Halbzeit. Hier Tamas Fogasch, inzwischen nach hinten und vorne reichlich Luft. Tamas liegt auf Platz 8. Und da geht jetzt auch das Boxenstoppfenster auf. Sowohl Casey Kirwan als auch Valentin Bonny direkt die Box angesteuert. Die zwei Gesamtführenden. Timo Kottisch inzwischen auf P13 hinter Christian Hegewald zurückgefallen. Boah. Und da war wild aus da gerade mit dem Lambo. Wir haben jetzt ungefähr noch 20 Minuten Rennen zu gehen. Da kann man mit der Boxenstrategie ein bisschen variieren. Tommy gerade den Viertplatzierten in der GT3-Klasse, Jérôme Javet, überholt. Hier haben wir Timo Kottisch mal im Bild. Hinterm Christian, der hier ein tolles Rennen fährt, hängt das ganze Rennen hier hinter Renato Ali fest. Leistet sich aber absolut keine Fehler und holt alles im Rahmen seiner Möglichkeiten aus seinem Porsche raus. Vielleicht geht ja noch was Richtung Top 10, das wäre wunderschön. Christian ist regelmäßig auf Twitch unterwegs und wer da Interesse dran hat, sollte da mal reinschauen. Henning Stüben kann sich jetzt von der Gruppe leicht absetzen. Boah, fuck. Und auch dahinter, Timo Kottisch muss da mit Guilherme Fiedler kämpfen.
Und Tommy hat jetzt hier ein paar Probleme beim Überrunden. Vor ihm Manu Melzer auf P2 in der GT3-Klasse. Will der nicht einfach so Platz machen, geht hier außen rum. Alles nochmal gut gegangen, weiter geht's. Allerdings schmilzt der Vorsprung vom Danny hier merklich ein. Sind inzwischen weniger als 2 Sekunden. Das ist ja auch hier so ein kleines Prestigeduell heute zwischen Tommy und Danny, bei dem unser Tommy noch die Nase vorn hat. Allerdings ist ihm Danny dicht auf den Fersen. Oh, das hat Zeit gekostet, da sind den 2 Platzierten. Beide müssen ja auch noch zu ihrem obligatorischen Boxenstopp an die Box. Vielleicht ist das ja auch noch mal ein Punkt, der hier den Ausschlag im Rennen gibt. Und Casey hier nach Boxenstopp auf P9 wieder rausgekommen. Geht hier wie die Messer durch die Butter, durchs Feld durch Richtung Führung. Auf P10 dann Valentin Boni. Nach dem Boxenstopp etwas Abstand zum Casey. Auch Markus Nielsen hier mit einem riesen Vorsprung. 3,2 Sekunden inzwischen auf Logan Neales. Ja, dann ist auch gut durchgekommen, auf P3 dann Josef McManus. Ja, ich bin durchgekommen, ja. Und während die Jungs hier gut durch den Verkehr gekommen sind, gab es den nächsten Zwischenhalt, den wir uns anschauen sollten. Einen haben wir nur verloren, einer ist nicht gut durch. Wir haben eine Position gut gemacht. Ja. Ich weiß, oh, das ist normal hier. Wen haben wir hier? Matteo Meinier. Verliert ein Auto auf dem Curb. Oh, das war der 9. Platzierte im LMDH. Ist auch eine unglückliche Stelle. Ja. Vor allem steht der jetzt da quer. Eieiei. Ja. Oh. Und der erste LMP2 ist schon zum Tanken an die Box abgebogen. Damit Tommy und Daniel jetzt einen Platz nach vorgerückt. Max Montermann hier im gelben Lamborghini, der Leader in der GT3-Klasse, inzwischen einen gigantischen Vorsprung, war auch noch nicht an der Box. Immer noch auf P2 Manu Melzer und dahinter Benoit Tapie. Da hat sich nicht viel getan. Auf P4 weiterhin Jerome Charvet und auf P5 Mattia Übertali. P6 haben wir dann Stefan Dietrich und P7 Jacob Nguyen. Und hier hinten Christian Hegewald inzwischen auf P11 angekommen. Souverän hat sich jetzt von Timo Keutsch ein Stück beifahren können. Da fehlt irgendwie Renato Ali vor ihm, der war vielleicht auch schon an der Box. Hier haben wir Henning Stüben auf P10. Nach vorn zu Ivan Rodriguez schon 2,5 Sekunden Abstand. Oh, und da hören wir es schon im Hintergrund. Jetzt habe ich Fleck wegen dem. Und wir sehen hier, Timo kommt in die Box. Hier hat es irgendwo einen Zwischenfall gegeben, den gucken wir uns direkt mal gleich an. Während Casey und Valentin wieder an der Spitze angekommen sind. Da ist das Lenkungsturm, Henning, ne? Ivan Rodriguez. Verliert das Auto in der vorletzten Kurve. Oh. Und bleibt nur noch rückwärts zur Fahrbahn stehen. Wenden in 7 Zügen. So, jetzt los. Da. Wir sind jetzt auch schon über Halbzeit und inzwischen konnte Tommy seinen Vorsprung auf den Danny wieder gehörig ausbauen. Der liegt jetzt bei über 4 Sekunden. Beide ziehen hier fehlerfrei ihre Bahn, wobei das für Danny heute hier ein Gaststart in dem Fahrzeug ist. Er ist ja sonst für gewöhnlich im Hypercar unterwegs, deswegen gut ab vor seiner Leistung. Hier Markus Nielsen, der Leader in der LMP2-Klasse, mal im Bild. Riesen Vorsprung, fährt hier den Rest des LMP2-Feldes in Grund und Boden. Logan Neales, der Zweitplatzierte, fast 5 Sekunden weg. Auf P3 dann Joseph McManus und weiterhin auf P4 Caleb Corbin. Joseph liegt hier auf dem sicheren 3. Platz und hat nach vorne und hinten reichlich Luft. Die LMP2s werden jetzt auch vor kurz oder lang an die Box kommen. Schauen wir mal, wie es danach dann aussieht. Patrick, kannst du mal gucken, wo ungefähr meine Box ist? Nicht, dass ich da wieder vorbeifahre, wie im letzten Rennen. Wie sehe ich das? Warte mal. Das sehe ich ja erst, wenn du reinfährst. Okay. Zur Info für unsere Zuschauer, beim letzten Rennen ist der Tommy aus Versehen an seiner Box vorbeigefahren und musste dann in der nächsten Runde noch einmal seine Box ansteuern. Hoffen wir, dass das heute nicht passiert. Sonst sehe ich hier keinen rumstehen. Tommy wird also diese Runde zu seinem obligatorischen Boxenstopp die Box ansteuern. Wie es beim Danny aussieht, weiß ich leider nicht. Danny hält seine Taktik hier noch geheim. Vielleicht hat er ja noch einen Pfeil im Köcher, man weiß es nicht. Viele GT3-Fahrer haben inzwischen auch die Box angesteuert.
um ihren obligatorischen Boxenstopp abzusitzen. Da werfen wir dann auch gleich mal einen Blick hin. Kommst du jetzt rein? Ja. Ungefähr 2/3 des Rennens haben wir inzwischen absolviert. Und inzwischen ist es auch ziemlich ruhig geworden im Feld. Toi, toi, toi. Die Jungs vom Tommy sind alle weitergefahren, aber sind viel zu weit weg von Undercut. Ne, ich sehe gerade, Kalle ist ja auch an die Box gefahren. Der Fahrer, der direkt vorm Tommy liegt. Ah. Speeding in Pits. Na, echt jetzt? Ja. Oh nein, das Rennen lief bisher so problemlos. Was machst du denn? Und wir haben uns noch darauf konzentriert, wo die Box ist. Falschen Knopf drücken. Natürlich jetzt Danny im großen Vorteil. Ein Rückschlag für unseren Tommy. Ich hoffe, der lässt sich hier nicht entmutigen. Durch die eigene Schusslichkeit zurückgeworfen. Da kann man aber auch niemand anderem einen Vorwurf machen. Das wird sicherlich jetzt erstmal Tommys Stimmung etwas trüben. Aber jeder, der unseren Tommy kennt, der weiß, dass nach 2, 3 Runden das Schnee von gestern ist und wir nach vorne blicken. Solche Rennen werden eben nicht immer nur durch Grundspeed entschieden. 10 km/h. Also Da hat auch echt. wieder einer Eingangsboxengasse gestanden mit einem Messgerät und hinterher gepetzt. Oh. Da stand wieder einer und hat gepetzt. Dafür läuft es für Danny und für den Christian hier absolut problemlos. Und auch Markus Fischer-Nielsen, Alles Denunzianten. der Leader in der LMP2-Klasse, biegt jetzt zu seinem obligatorischen Boxenstopp ab, während Tommy nach abgesessener Strafe wieder losfahren darf. Darfst du jetzt nochmal reinkommen? Nee, ich hab's ja abgesessen jetzt, ne? 40 Sekunden, das bringt mich ganz nach hinten. Und damit Tommy nach abgesessener Strafe jetzt auf den 9. Platz zurückgefallen. Sehr schade, nichtsdestotrotz gilt jetzt das Rennen vernünftig über die Ziellinie zu bringen. Umso mehr Hut ab vom Danny, der sich hier heute keinerlei Fehler leistet. Macht hier auch noch keinerlei Anstalten, in die Box zu fahren und hat eine vernünftige Rennpace. Inzwischen 5,5 Sekunden Abstand zu Albert Brett. Ich glaube, der Danny hat einen größeren Takt. Bis mehr als 10 Minuten haben wir hier im Rennen noch auf dem Ohr stehen. Da kann noch so einiges passieren. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Ne? Ja, ich bin extra früher reingekommen. Ich wollte doch nicht da in das Gewusel. Ja, du wolltest, damit du länger Zeit hast, Strafe ab. Runde 16 und Danny biegt jetzt ab zu seinem Boxenstopp. Drücken wir ihm mal die Daumen, dass bei ihm alles gut geht, da ist er jetzt gewarnt. Ich denke mal, nach dem Danny dürfen dann alle LMP2s einmal an der Box gewesen sein. Denn auch der zweitplatzierte Joseph McManus steht hier an der Box und tankt. Tommy liegt inzwischen auf P8, weil der Nächste hier eine Penalty für Speeding in Pits bekommen hat. Das ist heute eine sehr beliebte Strafe. Tommy überrundet hier gerade den Christian. Der Albert Brandt ist noch hinter dir. Ja. Christian war auch noch nicht an der Box und liegt inzwischen hier auf P4. Noch vor dem eigentlichen Leader Max Montermann, der inzwischen aber schon an der Box gewesen ist. Raul Garcia liegt hier auf P7 in der Hypercar-Klasse und konnte sich inzwischen von Mark Johnston befreien, der hier 2 Sekunden hinter seinem Dauerrivalen liegt und von Samuel Winter verfolgt wird. Und Christian ist jetzt hier auch die nächste Runde draußen geblieben und liegt jetzt somit auf dem 2. Platz in der GT3-Klasse. Fährt hier eine etwas andere Renntaktik wie seine Gegner. Sie platziert ist 10 Sekunden vor mir. Tommy hat sich langsam vom Schock erholt und wieder trocken Luft. Gib Gas, die können nichts. Zumindest noch 1, 2 Plätze gut machen. Aber 10 Sekunden aufholen ist schon heftig. Der Gegner vorm Tommy, Tony Martin, liegt ungefähr 10 Sekunden weg. Aber viel Zeit hat der Tommy nicht mehr und 10 Sekunden ist eine Menge Holz zum Aufholen. Tony Martin. Und das sind ja alles auch keine Pappnasen hier, die hier fahren. Wohlgemerkt, wir sind ja hier im ersten Split. Dean Martin meinst du? Den Tony Martin ist das. Da müsste jetzt der Tommy auch nochmal eine Schippe drauflegen. Ich weiß nicht, ob das Risiko wert ist. Danny ist viel zu weit weg. Und wenn er sich keine Blöße gibt, wird er heute das kleine Prestige-Duell hier gewinnen. Natürlich auch behindert, er kommt hier mitten im LMDH-Feld raus. Das kostet natürlich jetzt auch richtig Zeit. Aber du hast da hinten reichlich Luft. Ja, nicht so viel, 3,9 Sekunden. Bock, Max, Montermann, Bock. Hier haben wir den Fahrer hinterm Danny mal im Bild. Owen Bryan, ungefähr 4 Sekunden Abstand. Fährt hier auch ein tolles Rennen. Sauber und problemlos, liegt hier auf P6. Danny mit P5 dürfte sein Tagesziel heute erreicht haben. Ist hier im Feld einer der Fahrer mit dem niedrigsten Rating.
und hat trotzdem die Hälfte seiner Klasse hinter sich gelassen. Da muss man schon mal den Hut vorziehen, vor allen Dingen hier im ersten Split. Während Casey und Valentin hier das komplette Feld in Grund und Boden fahren. Casey hat inzwischen 1,5 Sekunden Vorsprung vor Valentin, der hier gerade Albert Brett überrundet, der ja hinterm Tommy zurückgefallen ist, da er ja auch eine Strafe durch zu hohe Geschwindigkeit in der Boxengasse einstecken musste. Der Drittplatzierte im GTD-Feld, Thiago B. Rodriguez hier, meilenweit weg von der Spitze, aber auch nach hinten riesig viel Luft, ein einsames Rennen. Runde 17 und als letzter der GT3-Fraktion kommt Christian hier auf P8 wieder aus der Box raus. Wow, ein Top-Ergebnis für unseren Christian hier in diesem taffen Feld. Absolut fehlerfreies Rennen und hat hier mehr als die Hälfte seiner Klasse hinter sich gelassen. Das gibt dicke Pluspunkte. Renato Adi, sein Gegner vom Anfang des Rennens, konnte durch die geschickte Boxenstopp-Strategie hier in Schach halten. Ich denke mal, da kann der Christian hier im Rennen mit sich selber mehr als zufrieden sein. Hinten hier Timo Kottisch und Guilherme Fiedler haben hier am Ende des Rennens noch einen schönen Zweikampf. Guilherme folgt hier die ganze Zeit dem Timo und versucht ihn hier irgendwie unter Druck zu setzen, damit Timo einen Fehler macht. Es geht hier um die Plätze 11 und 12. Guilherme täuscht hier einen Überholversuch an, findet aber da keinen Weg vorbei. Oh, und da geht der Timo fliegen. Bye bye. Und Guilherme Fiedler, unser Fahrer aus Brasilien, schickt hier ein hämisches Bye-bye hinterher. Nicht gerade die feine englische Art. Zum Glück war der Einschlag nicht gerade groß, das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Nächster Incident. Timo Kottisch hier fährt ein bisschen energisch in die Kurve. Oh, da war zu schnell. Oh nein. Oh, wie ärgerlich. Rodelt hier von der Strecke und schlägt rückwärts ein. I surrender! Timo kann hier zum Glück weiterfahren. Völlig unbeeindruckt davon. Unser Danny dreht hier seine Runden absolut fehlerfrei. Im Prototypenfeld gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Die Türwand ist da. Soll ich den mal abräumen? Ja. Und so, wen haben wir hier? Das ist Position 10. Matteo Meinier. Oh. Und mit Einschlag. Oh, und da war noch ein heftiger Einschlag dazu. Ich glaube, das Auto ist hin. Vorderreifen sehen nicht gut aus. Oh nein. Oh, wie idiotisch ist das denn bitte? Oder was ein Idiot, oder echt? Also das muss der aber besser wissen. Hier mal wieder ein Blick an die Spitze der GT3s. Max Mondermann führt immer noch vor Manu Melzer und Benoit Tapie auf P3, Jérôme Charvet auf P4. Genauso sind die Jungs auch gestartet. Alles Division 1er Profis mit Rating von weit über 3000. Und mittendrin kämpfen hier Anthony Gaskin und Aris Papadopoulos um die Position. Oh, jetzt hat der Aris sich hier verbremst und muss abreißen lassen. Zum Glück nichts passiert, nirgendwo eingeschlagen. Und die Gegner hinten ziemlich weit weg. Borja Zazzo, 3,5 Sekunden weg vom Aris. Und wir hatten mal wieder einen Zwischenfall, den gucken wir uns direkt mal an. Au, Samuel Winter hier, Position 9. Falsch abgebogen. Und holpert hier über den ersten Cup, links, rechts und dann, dann. Das war aber auch schon ein ordentlicher Einschlag hier. Ich glaube, er stellt ab, ja. Und hier treffen sich jetzt auch Danny und Christian nochmal im Rennen. Danny auf P5 und Christian auf P8. Beide ein Top-Rennen heute. Was sagst du? Beide haben mindestens die Hälfte der Fahrer in ihrer Klasse hinter sich gelassen. Und Danny hat noch dazu das kleine Prestigestell gegen unseren Tommy verloren. Christian hat sich gut nach vorne gearbeitet. Vorbildlich, Daniel, danke dir. Und wie ernst die Jungs das hier nehmen, das sieht man auch daran, wie wenig hier gesprochen wird. Jeder, der Danny und seine Sendung kennt, weiß, dass der eigentlich sonst nicht so still ist. Ich habe mich auch gut nach hinten gearbeitet. Und unser Tommy kann schon wieder Witze machen. Dann denkt man den Mantel des Schweigens. Auf jeden Fall haben sich heute alle drei Jungs auf der Strecke absolut schadlos gehalten. Tommy hat es leider in der Box verkackt. Du bist in den Top 10, Tommy. Danke. Das stimmt. Die ewige Diskussion, ob das Glas jetzt voll oder leer ist. Auf jeden Fall hier Markus Fischer-Nielsen, der Leader in der LMP2-Klasse. 7,5 Sekunden Vorsprung vor Logan Neales. Irre. Ein Riesenvorsprung. Allerdings deutlich vom Danny geschlagen. Unsere Stammzuschauer kennen ja Tommy und wissen, was das für ein positiver Mensch ist. Wird spätestens nach fallender Zielflagge der ganze Ärger eigentlich schon wieder verflogen sein. Oh, da eine große Qualmwolke.
Ja. Und wir haben es gerade gesehen, hier stand vor allem, hier gab es den nächsten Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Wir können ja noch einmal zusammen in die ganzen Unfälle reingucken. Valentin Bonny hier. Oh nein. Das Rotplatzierte hier Runde 23, Ausgangsschikane. Kommt das Auto ins Straucheln. Oh, boah. Der ist voll in die Eisen gegangen, so damit das Auto noch einigermaßen sich stabilisiert. Aber der hat Glück gehabt, das ist gut gemacht. Ja, der ist jetzt weiter geworden. Ein riesen Schreckmoment für den Gesamtzweitplatzierten Valentin. Zum Glück nochmal alles gut gegangen. Hier haben wir nochmal Caleb Gordon im Bild gehabt, der vorm Danny unterwegs ist. Allerdings beträgt der Abstand zwischen Danny und Caleb fast 20 Sekunden. Da wird nichts mehr gehen. Jetzt heißt hier nur noch, das Auto vernünftig über die Ziellinie bringen. Casey eröffnet jetzt hier die letzte Runde, hat inzwischen durch den Ausritt von Valentin einen riesigen Vorsprung und kann die letzte Runde hier genießen. Ist das White Flag. die letzte Runde? White Flag? Ja. Er hat hier dem Rennen von Anfang an seinen Stempel aufgedrückt und hat hier zu keiner Zeit Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen lassen. Der nächste große Erfolg für Casey. Aber auch Markus Fischer-Nielsen, der Leader in der LMP2-Klasse hier, ist seiner Favoritenrolle heute mehr als gerecht geworden. Bist du überrundet, oder? Das gleiche gilt hier für Max Montermann, Sieht so aus, ja. Leader in der GT3-Klasse. Da wird es einen deutschen Doppelsieg geben heute. Was für eine grandiose Triumphfahrt für Casey Kirwan hier. Beeindruckend. Ja, so 5 Sekunden habe ich den abgeknabbert vorne in den letzten Runden. Aber mir gleich die Zeit aus. Die letzten Kurven für Casey überrundet hier noch Stefan Dietrich im schwarzen Lambo. Heute einige deutsche Fahrer in der GT3-Klasse unterwegs. Wir haben heute hier eine sehr, sehr starke Beteiligung deutscher Fahrer am Rennen. Es sind insgesamt 12 Fahrer. Und dann hier ist die letzte nicht überrundete LMP2. Casey Kirwan kommt jetzt über die Linie. Noch eine Kurve. Ich habe jetzt White Flag. Herzlichen Glückwunsch, Casey Kirwan. Einen ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem mehr als beeindruckenden Rennen. Hab den in Sichtweite, mein Vordermann. Aber auch ganz herzlichen Glückwunsch an Valentin Bonny und Thiago B. Rodriguez, beide aus Deutschland. Und Thiago kommt hier gemeinsam mit Markus Fischer-Nielsen, dem Leader der LMP2-Klasse, Richtung Ziel. Ja. Ah ja. Ich bin, seitdem ich da die 79er-Serie fahre, nicht mehr gewohnt, hier Boxenstopps zu machen. Ein ganz herzlicher Glückwunsch geht auch an Markus Fischer-Nielsen, ein Top-Rennen, Chapeau. Glückwunsch auch an Logan Neales für P2 und Joseph McManus für P3 in der LMP2-Klasse. Und natürlich einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an unseren Danny. Da stand da der Toni-Mat. Und da kommt auch der Leader der GT3-Klasse, Max Montermann, Richtung Ziel. 2 Sekunden dahinter Manu Melzer und nochmal 2 Sekunden Benno Itapi. Eine rein deutsche Angelegenheit heute hier auf dem GT3-Podium. Top-Rennen für alle 3 Jungs hier. Auch das GT3-Feld heute top besetzt und mittendrin Talentschmied Christian hat mehr als die Hälfte seiner Klasse hinter sich gelassen. Da muss man auch nur den Hut vorziehen. Aber jetzt erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch Max Montermann, ein beeindruckender Sieg, aber auch ganz herzlichen Glückwunsch an Manu Melzer für P2 und Benno Itapi für P3. Ja, Glückwunsch zum P5, lieber Dani. Dankeschön. Jo, ganz herzlich. Ich hab ihn niedergeholt. Ja, dass man gegen den LMP1-Fahrer verliert, naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke mal, war trotzdem für alle ein schönes Rennen, hat viel Spaß gemacht und Tommy ist ja auch ein fairer Verlierer. Aber war ein wildes Gefühl. Casey Kirwan hat alles in Grund und Boden gefahren. Ja. Und der Typ mit der Nummer 1 hier, der ist überhaupt nicht an den Start gegangen. Der die Pole Position inne hatte. Shakir Beckham, der Fahrer mit dem höchsten Regen, Ah, da ist er, ja. ging hier an Nummer 1 gesetzt, wollte eigentlich in der GT3 starten, ist aber hier überhaupt nicht an den Start gegangen. Wo ist denn du? Alla! Das hier. Und oben haben wir jetzt auch mal das Gesamtergebnis des Rennens eingeblendet. Da kann sich jeder seinen Lieblingsfahrer raussuchen. Na, zeig mal. Es steht so blöde, dass hier überall Bäume davor sind. Echt?
Ja, die Kamera ist hier in der Ecke etwas unglücklich positioniert. Ja, egal welche Kamera ich einschalte, hier ist entweder Leitplanke oder Baum. Ah, Chris verdient. Die Traktionskontrolle nicht belegt. Tatsache, habe ich die in dem Auto nicht belegt? Alles in allem muss man sagen, war das halt ein tolles Rennen gemeinsam mit Freunden hier. Und ich hoffe mal, dass wir die Jungs hier bald wieder gemeinsam auf der Strecke sehen. Wäre echt eine tolle Angelegenheit. Ich habe auch so Fotos Needs to Learn the Basics. Ich glaube, ich habe auch mal einen GT3-Fahrer erschreckt. Der hat nicht damit gerechnet, dass ich noch hinter einem LMBH noch hinterhergefahren bin. Dass du hier noch eine BH hergefahren bist. Ja, hinter dem BH. Hinter dem LMAA. Wir verabschieden uns erstmal und machen dann Crash-Analyse. So, also willst du jetzt echt noch die Incidents gucken? Oh mein Gott. Ja. Ey. Das ist ja gerade das ist der Spaßige hier gerade. Mach erstmal hier alles aus. Na gut, Jungs, ich bin hier aus dem Discord erstmal raus, guck noch ein bisschen den Stream. Alles klar, Dani. Schön, dass du dabei Dani war cool, echt, ja. Ja, war lustig, war lustig. Ja, wir müssen immer wieder bei dir vorbeikommen. Unbedingt. Hab ich dem Tom mal jetzt ein bisschen die Löffel angezogen. Genau. Ich mache ein lustiges Video draus, kannst dich freuen. Alles klar. Leg ich dir dann hin. Ja? Alles klar, danke. Hau rein, bis dann. Ciao. Tschüss zusammen. Und sag mal, bis bald. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.